Herzlich willkommen bei unserem Kanal Austausch auf Augenhöhe. Wir sind in Bonn und haben den 10. Januar 2023. Wir haben hier einen Podcast der Bonner Initiative Bonn zeigt Gesicht zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen und über alle Themen, die uns bewegen, für Menschenrechte und gegen jede Diskriminierung. Und ich freue mich sehr, für unsere erste Episode unseren Gast bei uns zu haben, Alexander Tuschinski. Schön, dass du heute da bist. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Freut mich sehr. Genau, und ich freue mich sehr, dass wir heute über Themen sprechen können, die uns sehr bewegen und uns vielleicht auch die letzten 2 Jahre begleitet haben während der Pandemie. Also es geht hier auch um die Aufarbeitung der Pandemie und sicherlich hast du da sehr viel dazu beizutragen. Du bist Filmregisseur und hast auch in deinen Filmen diese Thematik unter anderem bearbeitet. Vielleicht kannst du selber dich kurz vorstellen und ein bisschen darüber erzählen. Ja, also mein Name ist Alexander Tuschinski, ich bin Filmregisseur, wie du gesagt hast. Und vor Corona habe ich ganz verschiedene Filme schon gemacht, Komödien, Dokumentarfilme. Also tatsächlich meine Komödien sind wahrscheinlich international fast am bekanntesten. Und in der Corona-Zeit habe ich jetzt begonnen, die Zeit tatsächlich auch in Filmen zu verarbeiten. Ich habe jetzt einen veröffentlicht vor knapp 2 Wochen, Flüstern und Lachen über Jan Song-King, ein Sänger aus Dresden, der ja die Corona-Zeit mit satirischen Songs praktisch verarbeitet, die ganz ernste Themen auf eine humorvolle Art verarbeiten und auf Demos vielen Leuten Mut geben. Mhm. Ja, und inzwischen halte ich auf sehr vielen Demos auch Reden. Also sozusagen, ich bin Filmregisseur und ich trete auf Demos meist als Redner auf. Ja, super interessant. Und was sind die Themen, die dich so am meisten angesprochen haben in dieser Zeit oder die für dich besonders wichtig sind? Also tatsächlich der Grund für mich, auf die Straße zu gehen, das war im Dezember 21 die Diskriminierung gegen die sogenannten Ungeimpften. Also die ganze Zeit war mir auch schon aufgefallen vor Corona mit der Political Correctness, dass bestimmte Diskussionen nicht mehr so offen geführt werden konnten, dass Leute, wenn man irgendeine Position hatte, die nicht der Mainstream war, die absolut in Ordnung ist, im Rahmen des Grundgesetzes absolut okay, dass so eine Position teilweise schon ziemlich fertig gemacht wurde. Also ich habe in meinen Filmen vor Corona teilweise das schon verarbeitet. Ich habe 2014, 15 einen Film gedreht namens Timeless. Das ist eine politische Satire, ganz verrückt, der ein bisschen die Political Correctness auf die Schippe nimmt. Der spielt tatsächlich im Jahr 2020, das war damals in naher Zukunft. Und dann während Corona fand ich es halt, ich habe dann gedacht, irgendwie die Political Correctness ist in so eine Art Fieberwahn eingetreten, dass plötzlich Leute mit anderer Meinung tatsächlich ihre Grundrechte entzogen kriegen. Und es wurde ja dann im Dezember 21 immer schlimmer, wie praktisch so eine Hetze war in Medien, in Politik gegen sogenannte Ungeimpfte. Und ich bin ein sogenannter Ungeimpfter und es war so bedrückend. Und irgendwann habe ich gedacht, wenn ich jetzt nicht auf die Straße gehe für meine Grundrechte, für meine Grund- und Menschenrechte, wann dann sozusagen? Und tatsächlich war das diese Diskriminierung, diese Dynamik, wie eine Gesellschaft praktisch eine Menschengruppe, so Menschen in Gruppen einteilt und dann eine Gruppe als sozusagen Sündenbock erklärt. Das war für mich der große Anlass, dass ich auf die Straße ging, dass ich dachte, ich muss jetzt Gesicht zeigen, wann, wenn nicht jetzt. Mhm. Und wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Oder also deine Bekannte oder auch deine Follower? Hast du da irgendwie Reaktionen bekommen? Das war ganz interessant, weil im Jahr 21 habe ich mich noch sehr zurückgehalten, auch bei Kritik an Corona-Maßnahmen, weil ich vor allem auf Facebook und in anderen sozialen Medien gemerkt habe, wie viele Leute, die ich auch über die Jahre kannte, ganz rabiat für die Durchsetzung der Corona-Maßnahmen waren und auch bei dem gegen Ungeimpfte, bei dem Bashing mitmachten. Ich hatte auch teilweise, ich weiß noch, so im Winter 21, 22 Einladungen gekriegt zu Kulturveranstaltungen mit 2G, die teilweise sich für Toleranz einsetzten, wo ich ja gar nicht dazu durfte. Also ich habe das tatsächlich zunächst, ich war besorgt, wie mein Umfeld reagiert, deshalb habe ich so lange gebraucht, bis ich dann auf die Straße gegangen bin. Dann war ich so Winter 21, 22 bis in den Sommer 22, habe ich es eher bedeckt gehalten. Ich war mit dem Megafon auf der Straße, ich rufe auf den Demos immer sehr viel, aber habe es noch nicht so an die große Glocke gehängt. Und irgendwann dachte ich, also es war so sozusagen ein Outing, das habe ich tatsächlich von Leuten auch gehört, wie man so sagt, aus dem queeren Spektrum, aus meinem Freundeskreis, sozusagen jedes Outing braucht Mut, man denkt, wie reagiert mein Umfeld?
Und irgendwann habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich dachte, ich will nicht, dass die Leute in meinem Umfeld, die mich nicht nur so halbwegs kennen, vielleicht annehmen, dass ich jemand bin, der da gar kein Problem hatte mit diesen Sachen. Und dann begann ich tatsächlich Reden von mir zu posten auf Facebook, auf Instagram und sonst was. Und tatsächlich fand ich die Reaktion ermutigend, weil ich habe ein paar negative Reaktionen gekriegt, aber ich würde sagen, das waren vielleicht so unter 20. Also ich habe auf Facebook sowas an die 1400 Follower inzwischen, also über die Jahre. Und von denen haben vielleicht 20 Leute böse reagiert, teilweise auch. Ich sage ja immer nur Sachen, dass Grund- und Menschenrechte für alle Menschen gelten sollen, unabhängig von Impfstatus, Religion, Hautfarbe. Man soll Menschen nicht danach beurteilen. Manche haben mich entfreundet, teilweise sogar relativ theatralisch. Aber tatsächlich habe ich auch sehr viel Zuspruch gekriegt. Tatsächlich, einige haben mich angeschrieben, die sagten, oh, ich bin auch ungeimpft und ich habe mich nie geoutet und hätte ich das früher gewusst, dann hätten wir ja in der 2G-Zeit noch offen reden können. Und tatsächlich muss ich sagen, ich bedauere es eher, mich nicht früher geoutet zu haben. Und die negativen Reaktionen sind tatsächlich weniger als die positiven. Und das hat mich ermutigt, das hat mir Mut gemacht. Ja, super. Also es zeigt ja auch, dass es was bringt, wenn man, dass man einfach dazu stehen kann und dass man darüber reden kann. Absolut, ja. Und hast du auch Reaktionen bekommen von anderen Leuten, also zum Beispiel die geimpft waren und die vielleicht auch sich zu deinen Filmen geäußert haben? Also weißt du das, oder? Tatsächlich zu den Filmen jetzt habe ich weniger Reaktionen aus dem Umfeld gekriegt, aber nachdem ich mich geoutet habe, dass ich praktisch ein Ungeimpfter bin und dass ich für die Grund- und Menschenrechte auf die Straße gehe, haben mich einige Leute kontaktiert. Ich weiß, ein ganz langjähriger Freund hat mich sogar angerufen und es war ihm ein Anliegen zu sagen, er selbst ist geimpft, aber er findet gut, dass ich für diese Themen auf die Straße gehe. Und ich glaube, es ist auch immer die Art, wie man es macht. Es gibt ja in den Medien ganz viele Vorurteile über die Ungeimpften oder über die Leute, die auf die Demos gehen. Und das war mir immer ganz wichtig, sozusagen durch meine Art zu reden und auch durch die Filme, die ich mache, dass ich für die Leute stehe, die Leute repräsentiere, die da zu 95% sind. Einfach ganz normale Menschen, die keine Diskriminierung wollen. Und das stimmt. Ich habe da wirklich positive Reaktionen von Leuten gehört, die dann auch sich die Reden angehört haben und gemeint haben, ja, das finden sie eigentlich ganz gut, dass ich auf die Straße gehe. Und ich lehne ja auch diese Unterteilung in geimpft, ungeimpft ab. Also für mich spielt es keine Rolle, ob jemand jetzt ein Arzneimittel nimmt oder nicht. Das ist ja, finde ich, ganz bizarr, Menschen danach zu unterteilen. Alles, was für mich zählt, ist, wie anständig sich jemand benimmt, ob jemand diskriminiert oder nicht. Das ist ermutigend auf jeden Fall. Und wie werden denn deine Filme, das hatte ich mich gefragt, in der Filmindustrie wahrgenommen? Also hat es irgendwie einen Einfluss auf deine künstlerische Tätigkeit oder wie die wahrgenommen wird in der Filmindustrie? Oder? Tatsächlich nicht, dass ich wüsste. Es war für mich sehr schön. Ich war jetzt im Dezember bei der Filmschau Baden-Württemberg, wo 3 meiner Filme im Programm liefen, was ganz toll war für mich. Und das ist praktisch ein Filmindustrie-Event. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Das waren jetzt nicht meine Filme zu dem Corona-Thema dediziert. Es war einer Dokumentarfilm, Statue of Liberty, dabei, über einen Stuttgarter Künstler, der im zweiten Lockdown, ich glaube, das war der zweite Lockdown, Anfang 21, die Freiheitsstatue von Stuttgart baut. Der Film hat so einen humorvollen Unterton, äußert sich aber jetzt nicht irgendwie eindeutig politisch. Und ich habe auch mit vielen Leuten aus der Filmindustrie gesprochen und ja, es war so wie immer, es war so wie früher. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es da irgendein Problem gab. Oder du hattest auch kein Problem damit, dass du keinen Zugang hattest zu irgendwelchen lokalen, also wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass man manchmal eben nicht arbeiten kann oder man braucht einen Test oder... Ach ja, die 2G-Zeit. Achso, ich dachte, du meinst jetzt in den letzten Monaten. Ach so, nee. Nee, aber in der 2G-Zeit, da bin ich abgetaucht, mehr oder weniger. Aha. Also ich habe noch ein paar Sachen gemacht, so Marketing in sozialen Medien für manche oder Filme geschnitten, aber meine Tätigkeit als Regisseur habe ich da echt erstmal auf Eis gelegt, weil es war ja schwierig. Es gab Schauspieler, denen es ganz wichtig war, wenn du mit mir drehen willst, musst du deinen Impfstatus offenlegen und so. Und also in der 2G-Zeit, ich wurde tatsächlich etwas deprimiert um eine Zeit. Ich habe mich mit verschiedenen Freundinnen und Freunden zusammengetan, die auch ungeimpft waren und wir haben praktisch diese Diskriminierung zusammen überstanden. Wir hatten Gesprächskreise, Gesprächsrunden, bis ich dann irgendwann auf die Straße ging. Also ich habe da nie offen gesagt in der 2G-Zeit, dass ich ein Ungeimpfter bin, sondern ich war echt ein bisschen so, es war ja auch so eine krasse Zeit, man wusste ja nicht, wohin es sich entwickeln wird. Ja. Das fühlte sich ja so an, als ob man
Also, ich hatte schon gedacht, was passiert, wenn jetzt in Deutschland eine Impfpflicht kommt, meine Gedanken gingen so weit, was passiert, wenn Ungeimpfte irgendwann ins Gefängnis kommen oder so. Also ich neige jetzt nicht zu Panik, aber sozusagen so Gedanken haben sich, glaube ich, sehr viele ernsthaft gemacht. Was macht man dann? Und dann habe ich, als ich auf die Demos ging im Dezember 21, begonnen zu filmen auf den Demos mit meinem Smartphone. Ich habe gedacht, ich mache vielleicht mal einen großen Film, der diese Zeit dokumentiert, eher so ein Selfie-Film, wo ich auch meine Gedanken reinbringe. Und viel von dem Material habe ich jetzt auch schon in Flüstern und Lachen verarbeitet. Da sieht man Material von 33 Demos aus der Zeit. Ja. Genau. Ja, da konntest du das alles so ein bisschen verarbeiten auch. Ja. Das braucht man dann wahrscheinlich auch. Was mich auch interessieren würde, wie sich die Diskriminierung, also worin hat die bei dir bestanden? Also was war das für dich? Also manchmal verstehen das ja Außenstehende auch nicht so gut, wenn die das selber nicht miterlebt haben. Ja. Also ich muss sagen, ich hatte so ganz beeindruckende Situationen auf den Spaziergängen. Das waren ja im Dezember 21, begannen ja in Deutschland diese Spaziergänge, montags immer. Und wir gingen da entlang, ich glaube, das war sogar die Zeit, wo eine Ausgangssperre, vielleicht war es auch Januar 22, wo eine Ausgangssperre für sogenannte Ungeimpfte galt. Und die Stadt fühlte sich für mich wie eine Filmkulisse an, sozusagen. Ich durfte da in nichts rein. Und man sah Menschen aus Restaurants zu uns gucken, manche zeigten irgendwie einen Mittelfinger oder sowas. Und sozusagen, wir gehen da auf der Straße und wir dürfen eigentlich fast nichts gerade, außer arbeiten und Lebensmittel einkaufen. Und sozusagen der Mainstream sagt auch noch, diese Leute haben es verdient und man soll böse zu denen sein. Ich weiß, da waren teilweise Leute von Gegendemos, wo ich dachte, die gehen jetzt vielleicht abends ins Restaurant oder Theater oder was auch immer, nachdem sie gegen uns demonstriert haben, während wir gar nicht draußen sein dürfen ohne triftigen Grund. Und ich glaube, also für mich konkret, ich habe relativ Glück gehabt als Selbstständiger. Ich hatte nicht diese Diskriminierung und diese Situation am Arbeitsplatz. Ich habe das mitbekommen von Leuten, wie schwierig das war. Ich meine, allein diese Testpflicht, zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr, das klingt nach einer Kleinigkeit, aber sozusagen ich konnte nicht spontan einfach mal eine U-Bahn irgendwo hinnehmen. Und ich habe auch immer nur diese sogenannten Spucktests gemacht. Ich habe tatsächlich, bis Dezember 21 habe ich mich gar nicht testen lassen. Ich wollte das nicht mitmachen. Und das war für mich, dann war ich irgendwann auf so einen Radius zu Fuß um meine Wohnung so beschränkt, weil ich habe kein Auto. Und dann habe ich tatsächlich mich auch mit Freundinnen und Freunden beraten, weil ich wollte zu Spaziergängen und Demos. Und dann dachte ich, okay, ich mache diese Tests, aber ich mache nur diese Spucktests, weil ich nichts in die Nase kriegen wollte, damit ich Züge und so weiter nehme, um zu Demos zu fahren, weil das sozusagen politisch besser ist, als wenn ich aus Protest einfach nur zu Hause sitze. Aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die es ziemlich hart getroffen hat. Gerade, keine Ahnung, zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die mit ihrem Kind plötzlich kaum noch was machen darf und alle Freundinnen und Freunde von dem Kind dürfen mit ihren Eltern alles tun. Und dann versucht man dem Kind irgendwie eine normale Kindheit zu ermöglichen und muss halt irgendwie jeden Tag sich testen lassen, wird dann auch noch gemobbt. Und ich glaube, wenn jemand nicht von der Diskriminierung betroffen war, ich habe teilweise ganz hässliche Reaktionen gekriegt, diese 10, 20 Leute, die mir Negatives schrieben, wo sie sagen, du durftest halt ein paar Monate nicht ins Burger King, was ist dein Problem? Aber es geht ja viel tiefer sozusagen. Ja. Ich glaube, also diese Diskriminierungserfahrungen haben wir in der Geschichte ganz viele Menschen in ganz unterschiedlichen Gesellschaften gemacht. Sobald man eine Gesellschaft in Gruppen aufteilt und sagt, diese eine Gruppe darf mehr als die andere oder die eine darf weniger als die andere, es ist auch praktisch vollkommen egal, wer du als Mensch bist, sondern es wird dann so eine Eigenschaft festgemacht. Du bist nicht geimpft, also darfst du weniger. Es ist vollkommen egal, was du sonst als Mensch im Leben tust, wer du bist. Du bist der Ungeimpfte, du hast diesen Stempel. Und ich glaube, wenn man das mitmacht, das ist psychisch vor allem ganz hart. Weil man auch nicht wusste, wie lange hält das an. Wie gesagt, es schien ja realistisch, dass es immer schlimmer wird, dass die allgemeine Impfpflicht kommt. Hätte man die im April 22 beschlossen, dann hätten wir jetzt gerade die allgemeine Impfpflicht hier. Das muss man sich klar machen. Muss man sich mal vorstellen, ja. Gerade wenn man das jetzt anhört und nicht davon betroffen war, ich glaube, man musste sich ziemlich reindenken, was das eigentlich mit einem Menschen macht. Ich habe es relativ gut überstanden. Mir tun immer besonders die Leute leid, die niemanden im Umfeld hatten, der dazugehört hat. Das stimmt, ja. Genau. Also ich fand es auch interessant, was du gestern gesagt hast, wie man gerne behandelt werden würde, wenn man von dieser Diskriminierung betroffen war. Weil du meintest gestern, das hattest du ganz gut beschrieben, eigentlich würde man sich gerne wünschen, dass der andere das
versteht. Aber du hast gesagt, manchmal gibt es auch so Reaktionen, die diese Diskriminierung von Anfang an ablehnen. Die sagen, nein, das stimmt nicht, du wurdest nicht diskriminiert oder du hast es gestern besser beschrieben. Genau. Da habe ich so den Gedanken nämlich gehabt, das ist mir ein paar Mal passiert. Jetzt gerade, nachdem ich mich geoutet habe, habe ich mich teilweise mit Leuten getroffen, die mit mir sprechen wollten, auch aus früheren Zeiten noch, die ich von da kannte. Und da fiel manchmal das so in Richtung, als Ungeimpfter wurde man doch gar nicht diskriminiert, dass man soll. Und dann kam meistens auch ein Vergleich. Schau mal, die und die Menschengruppe, die werden diskriminiert, ihr werdet nicht diskriminiert. Und mir ist halt aufgefallen, es ist absolut giftig, dass man Diskriminierungserfahrungen miteinander vergleicht. Mir käme nie in den Sinn zu sagen, wir wurden aber mehr diskriminiert als ihr, sondern eigentlich, mein Gedanke ist, wenn man hört, dass jemand sagt, ich habe mich diskriminiert gefühlt, wäre eigentlich die einzige, finde ich, anständige Antwort, praktisch nachzufragen, sonst tut mir sehr leid zu hören, wieso hast du dich diskriminiert gefühlt, bitte erklär es mir. Wenn man von vornherein sagt, du wurdest gar nicht diskriminiert, jetzt stell dich mal nicht so an, das ist absolut giftig und das ist eigentlich nie gut. Und man soll Diskriminierungserfahrungen auch nie miteinander vergleichen, weil ich glaube, das ist so eine Falle, in die man tappt, wenn jemand, der irgendwie kommt und sagt, ihr wurdet doch gar nicht diskriminiert, die da wurden richtig diskriminiert. Und dann beginnt man zu argumentieren, ja, warum die da vielleicht nicht so oder warum wir mehr als die. Da darf man gar nicht eingehen. Diskriminierung ist immer falsch. Jede Diskriminierung ist schlimm. Und wenn ein Mensch sich diskriminiert fühlt, soll man dem Menschen zuhören und soll sich auch da reindenken. Weil man läuft immer Gefahr, wenn man sagt, nee, du wirst doch gar nicht diskriminiert, dass man dann tatsächlich bei der Diskriminierung auch mitmacht durch so eine Aussage. Das stimmt, ja. Und also das hatten wir gestern auch gesagt, also man wünscht sich einfach nur, dass es angenommen wird von dem anderen. Mehr wünscht man sich eigentlich nicht. Und ich habe auch den Eindruck, dass, wenn man es selber einmal miterlebt hat, dass man jetzt, also ich kann jetzt auch viel besser verstehen, zum Beispiel, wie sich jemand wirklich fühlt, der mal diskriminiert wurde, egal aus welchem Grund. Ja. Und wenn man das, also manche Dinge kann man eben nur spüren, wenn man die am eigenen Leib irgendwie mitgemacht hat. Und ich glaube, so ähnlich ist es dann vielleicht auch. Absolut. Ich habe so gedacht, ich habe über diese Corona-Zeit, also es war eine ganz fürchterliche Zeit und ich kenne viele sogenannte Ungeimpfte und auch Leute, die sich dann gegen den Willen impfen ließen, also praktisch die dann irgendwann es nicht mehr ausgehalten haben, die sehr darunter leiden und bis heute große Folgen davon haben. Aber ich denke, wenn ich an dieser schrecklichen Zeit was Positives finden soll, dann ist es wirklich, für mich hat es wirklich doch mal die Augen geöffnet, was Diskriminierung eigentlich heißt, dass ich selber so eine Diskriminierungserfahrung einmal mache. Ich kann es viel besser nachvollziehen, wie sich das auch für Menschen anfühlt, egal in welchem Kontext, wenn einem praktisch so ein Label aufgedrückt wird. Und ich meine, es gibt ja ganz viele Diskriminierungen, die auch nichts mit Ungeimpften zu tun haben, wo einfach, weil das war etwas, das habe ich auch in der Rede gestern gesagt, ich habe das mal in mein Tagebuch geschrieben, ich bin doch kein Ungeimpfter, ich bin ein Mensch, weil so dieser Gedanke, dass das Umfeld gar nicht mehr den Menschen sieht, sondern einfach nur noch den Repräsentant von einer Gruppe, die man nicht mag. Der ist einer von denen. Ja. Und das hat, glaube ich, jede Diskriminierung gemein. Das stimmt. Und ich glaube, also das ist vielleicht was, in Anführungszeichen, Positives, diese Lernerfahrung. Ich glaube, es ist mir möglich und wahrscheinlich auch sehr vielen anderen, die das miterlebt haben, dass man sich jetzt viel besser reinversetzen kann, wenn von Diskriminierung die Rede ist, wenn man es mal selber am eigenen Leib gespürt hat. Und glaubst du, dass es jetzt schon ein bisschen besser geworden ist? Also ich hatte in der letzten Zeit den Eindruck, dass sich alles ein bisschen öffnet, dass die Leute vielleicht offener gegeneinander, also dem anderen gegenüber sind, oder fehlt es dann noch an Aufklärungsarbeit, an Austausch und dass sich die Menschen wirklich bewusst werden, was diese Zeit eigentlich dargestellt hat für viele. Also sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte. Es ist ja egal, wir sind ja eigentlich eine Gesellschaft und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach so an einem vorüberzieht. Ja, das stellst eine sehr gute Frage, weil das habe ich mir auch schon überlegt. Die Zeit gerade ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, weil es öffnet sich. Es ist, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Ungeimpfter, dann schlägt einem kaum noch eine Feindschaft entgegen, außer von so ein paar Leuten, die hardcore sind, aber ich glaube, aber zugleich ist es noch überhaupt nicht aufgearbeitet gesellschaftlich. Das heißt, jetzt ist, denke ich, die Zeit, dass man ins Gespräch kommt und dass wir auch zeigen aus unserer Perspektive, was falsch lief, damit es eben nicht wieder aufgekocht werden kann mit einem anderen Vorzeichen, dass es dann nicht mehr gegen die Ungeimpften geht, sondern wen auch immer. Also ich glaube, das ist jetzt die Zeit, wo die Aufarbeitung losgeht und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und zum Beispiel mit dem Film Flüstern und Lachen, den ich gemacht habe, den ich veröffentlicht habe, da war es meine Idee, dass ich
Ich habe mit Leuten aus dem Filmgewerbe gesprochen, die fanden das ganz krass, dass ich den Film kostenlos auf YouTube stelle, weil normal würde man den jetzt auf Festivals laufen lassen und dann gucken und dann ist er erstmal ein halbes Jahr auf Festivaltournee. Und ich dachte, das muss jetzt rauskommen, weil die Aufarbeitung eben losgeht. Sozusagen, zum Beispiel wir als sogenannte Ungeimpfte müssen sagen, wie wir die Zeit erfahren haben. Ich versuche auch nie mit Vorwürfen zu kommen, sondern man sagt, was schiefgelaufen ist. Und sagen, ich finde natürlich ganz schlimm alle, die gehetzt haben in der Zeit gegen die Ungeimpften, aber sozusagen die große Mehrheit der Bevölkerung, ich glaube, für die war es teilweise gar nicht mal bewusst. Und ich glaube, wenn man das einfach darstellt und ins Gespräch kommt und nicht unbedingt sagt, jetzt, du hast da nichts dagegen gemacht, wie schlimm war es, sondern dass man tatsächlich einfach mal so die Augen öffnet. Ich hoffe, dass das so einen Dialog in der Gesellschaft voranbringt. Weil ich glaube, die Leute, die wirklich hart gehetzt haben, das war eigentlich eine Minderheit, wie man immer so sagt, eine laute Minderheit, die halt sehr präsent war in Politik und Medien. Aber ich glaube, der Großteil der Bevölkerung, dem war es gar nicht so bewusst, wie die sogenannten Ungeimpften behandelt werden. Ja. Vielleicht noch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist für diese Aufarbeitung. Weil ich habe das manchmal bei Demos erlebt, dass Leute auch auf mich zukommen, nachdem ich Reden gehalten habe, die geimpft sind, aber die es halt nicht wollten. Und ich habe so überlegt, eigentlich alle, die wirklich, ich bin für Selbstbestimmung, alle, die freiwillig die Impfung wollten, haben sie sich wahrscheinlich schon so bis August 21 geholt gehabt. Dann war es ja so möglich. Und ich glaube, die allermeisten, die sich ab August, September 21 haben impfen lassen, da steckte schon ein gewisser Druck dahinter. Mobbing, gesellschaftlicher Druck, man darf dieses und jenes nicht. Und ich glaube, es ist für sehr viele Leute sehr schlimm gewesen, sich ein Arzneimittel, egal was man davon hält, zu holen, obwohl man das eigentlich nicht möchte und sogar unterschreiben zu müssen, dass man es möchte, zweimal hingehen zu müssen. Das ist, glaube ich, wirklich, das hat psychische Spuren bei ganz vielen hinterlassen. Und das ist halt ein Gesprächsthema, was auch wichtig ist, weil ich denke manchmal, wir als sogenannte Ungeimpfte, wir haben das Thema, wir besprechen das Thema, wir bereden es, wir verarbeiten es, aber es gibt viele, die sich halt haben impfen lassen, obwohl sie es nicht wollten, die das jetzt praktisch runterschlucken und ich glaube, da muss wirklich ein Gespräch zustande kommen. Ja, du hattest auch ein gutes Beispiel mit dem Glas Wasser genannt, dass man eigentlich noch nicht mal jemanden eigentlich zwingen kann, ein Glas Wasser zu trinken, wenn der Mensch es nicht möchte. Absolut. Also man sollte niemanden zwingen, etwas zu tun, was gegen seinen Willen ist. Vor allem, was eben mit dem eigenen Körper zu tun hat. Das mit dem Glas Wasser, das war auch so was ich in mein Tagebuch damals schrieb, wo ich irgendwann dachte, es ist wirklich inzwischen irrelevant, wie sicher, wie unsicher ist die sogenannte Impfung. Deshalb finde ich auch immer, diese Diskussion muss man getrennt betrachten. Praktisch die Risiken durch dieses Arzneimittel, es kommt ja jetzt gerade auch immer mehr über die möglichen Langzeitfolgen oder mögliche Nebenwirkungen in die Medien. Aber es ist wirklich irrelevant, selbst wenn es ganz harmlos ist, darf man einen Menschen nicht mit solchen Methoden unter Druck setzen. Ich habe das auch immer gesagt, man muss einen ja nicht mögen in einer Demokratie, aber man soll einen respektieren. Also sozusagen, wäre es irgendwie gewesen, dass man einfach sagt, oh, die Ungeimpften sind blöd. Ja, okay, aber sozusagen, wenn man die Menschen dann nicht respektiert, indem man ihre Grundrechte streicht und sozusagen sie mobbt und diskriminiert und ich weiß, es gab ja auch mediale Aufrufe, dass man zu Weihnachten keine Ungeimpften nach Hause einladen soll. Ich weiß von Familien, die tatsächlich Familienmitglieder ausgeschlossen haben. Ja, habe ich auch schon gehört. Ja. Und also das geht halt nicht. Sagen wir, man sagt, der ist komisch, der lässt sich nicht impfen, aber ja, wir hängen mit dem halt rum. Das ist eine andere Qualität. Also ich sage ja nicht, dass man alle Meinungen mögen muss, aber man soll sie halt respektieren, gerade was den eigenen Körper angeht. Und ich finde, diese Zeit hat uns auch ein ganz großes Risiko gezeigt, über das man ins Gespräch kommen muss, weil ich finde, es ist eine unglaublich gute Entwicklung, die die Gesellschaft eigentlich genommen hat im 20. Jahrhundert, gerade in der zweiten Hälfte, dass praktisch die individuellen Grund- und Menschenrechte nicht aufgewogen werden dürfen gegen das Recht der Gemeinschaft, dass man eben sagt, sozusagen, das Wohl des Einzelnen steht über allem, deine körperliche Unversehrtheit steht über allem. Man kann nicht sagen, ja, guck, es ist für die Gemeinschaft besser, wenn du dir ein Arzneimittel holst, das vielleicht eine Nebenwirkung hat. Wenn es dir damit schlecht geht, ist es nicht so schlimm, wenn es dem Rest gut geht. Das ist sozusagen. Ja, da wären wir wieder beim Wort Solidarität. Oh ja. Also, gleich, ein guter Übergang. Also, was das eigentlich für jeden bedeutet, das ist ja auch total unterschiedlich. Aber ich wollte noch kurz was zu dem anderen hinzufügen, was du gesagt hast, weil ich finde es auch ganz wichtig, die andere Seite zu betrachten, weil genauso wenig kann man
nicht, dass das Mobbing andersrum wird, dass jetzt dann am Ende die Ungeimpften über die Geimpften herziehen. Das sieht man ja auch manchmal, das passiert ja auch. Also, dass dann sich so gegenseitige Vorurteile bilden. Ich glaube, das ist auch... Ich habe für mich immer das Bild von einem Pendel, so ein gesellschaftliches, was von einem Extrem ins andere pendelt und man muss irgendwie versuchen, es in der Mitte zu halten, weil das ist auch etwas, was ich ganz schädlich finde, eben wenn man die Gesellschaft in Gruppen einteilt und Politik und Medien sagen, diese Gruppe ist gut, die andere ist schlecht, die gute Gruppe darf über die schlechte Gruppe herziehen, alles natürlich in Anführungszeichen die gute über die schlechte, dann entwickelt sich natürlich auch in der Gruppe, über die hergezogen wird, Vorurteile gegen die andere Gruppe. Aber eigentlich sind es ja künstlich geschaffene Gruppen und es ist so heterogen, so verschiedene Leute. Also das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich finde, also mein wichtiger Punkt ist eben, das sage ich eben als sogenannter Ungeimpfter, der darunter gelitten hat unter der Diskriminierung. Ich will von diesen Kategorien weg, sozusagen, dass ich nicht denke, ist mein Gegenüber geimpft, ungeimpft, sondern sozusagen ist mein Gegenüber tolerant, intolerant. Und auch da habe ich immer die Idee, man soll das Beste annehmen von den Leuten und man soll auch annehmen, dass Leute sich ändern können. Also meinetwegen, dass jemand was lernt. Also ich glaube, das Beste, was passieren kann, ist, dass Menschen aus diesen Erfahrungen lernen. Das ist ein wichtiger Punkt, ja, auf jeden Fall. Also eigentlich kann uns die Zeit, glaube ich, allen viel lernen. Ich glaube, dass wir alle sehr viel gelernt haben. Es war eine sehr, sehr harte Zeit, glaube ich, auch für viele, also für alle Menschen in der Gesellschaft. Aber dass man irgendwas daraus lernt am Ende. Ich habe auch oft das Gefühl gehabt, ich habe das Gefühl gehabt, nämlich, für mich habe ich diese Zeit ein bisschen mit toxischen Beziehungen verglichen. Ich habe tatsächlich jetzt 2 Filme gedreht über toxische Beziehungen, vor Corona noch. Eins ist ein Kurzfilm, Gas-Shaped Light, der andere ein Spielfilm, Fetzenleben. Und ich hatte so manchmal das Gefühl, das war sowas, dass sozusagen die Gesellschaft, Medien und Politik plötzlich so unisono fast kommen und sagen, die Ungeimpften sind so schlimm und so weiter und so weiter. Und manchmal hatte ich das Gefühl, das ist fast wie so eine Beziehung zu einem Narzissten, wo man irgendwie die ganze Zeit gemobbt wird. Und wenn man irgendwann selber dann wütend reagiert, dann wird es nur gesagt, guck mal, wie der ist, wie schlimm der doch ist. Und sozusagen, ich hatte das irgendwann als so eine Übung gesehen. Ich dachte, man wird die ganze Zeit provoziert sozusagen. Man soll auf diese Provokation nicht einsteigen. Deshalb ist mir auch immer wichtig, dass Demos ganz respektvoll sind, die Probleme benennen, aber eben nicht mit Wut, sondern dass man versucht, da ins Gespräch zu kommen. Sachlich zu bleiben. Ich habe das irgendwann in der Corona-Zeit so gedacht, so für mich so gesehen, das ist wie so eine Mission, lass dich nicht provozieren. Wenn jetzt in Medien kommt, wie sollen wir mit den Ungeimpften umgehen, dachte ich, das ist größtenteils richtet sich an Leute wie mich, die dadurch provoziert werden sollen. Und solange man das nicht zulässt, gewinnt man. Das war immer so mein Gedanke. Ja, das stimmt. Also es kommt immer darauf an, wie man darauf reagiert. Also eigentlich auch von beiden Seiten. Ja. Und letztendlich, also es bringt nicht viel, wenn man sich darüber aufregt oder wenn man Hass gegenüber dem jemand anderem hat oder so. Auf jeden Fall. Und jetzt, wenn wir nochmal über Solidarität sprechen wollen, was bedeutet es denn für dich oder also in diesem Zusammenhang? Das ist so ein Punkt, das ist so ein Wort, ich finde das Wort Solidarität, der Begriff, der wird schon seit Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten oft missbraucht politisch, weil um es ganz kurz zu fassen, ich finde, Solidarität kann einem nie angeordnet werden, nie befohlen werden oder so. Also sozusagen, Solidarität muss immer freiwillig sein. In dem Sinne also, keine Ahnung, wenn ich dir sage, es geht mir schlecht und du hilfst mir, dann bist du solidarisch, aber sozusagen, ich habe dich nicht darum gebeten, sondern wenn ich jetzt sage, es geht mir schlecht, hilf mir, sonst darfst du abends nicht rausgehen, dann ist das keine Solidarität, sondern das ist sowas Aufgezwungenes. Das macht auch niemand gern. Ja, und ich habe halt gedacht, in der Corona-Zeit kam halt immer dieses Schlagwort Solidarität und die Ungeimpften zum Beispiel oder die Corona-Maßnahmenkritiker sind die Unsolidarischen und das ist halt wirklich absolut unkorrekt verwendet, weil ich muss sagen, ich habe gerade auch in unseren, in Anführungszeichen, Kreisen, also gerade in der 2G-Zeit, so viel Solidarität erlebt, wo wir uns gegenseitig unterstützt haben, wie sogenannte Ungeimpften und auch Leute natürlich, die geimpft waren, die das nicht gut fanden. Also ich will von dem Geimpft-Ungeimpft eigentlich weg. Ja. Und halt diese Solidarität, das war auch etwas, was mich ganz inspiriert hat, muss ich sagen, an der Corona-Zeit, dass ich gemerkt habe, in so einer Zeit von Diskriminierung und von vielem Schlimmen, was geschieht, gibt es doch unter den Menschen eine große Solidarität. Ich habe auch viele getroffen, die sich nicht trauen, auf Demos Gesicht zu zeigen, auch sogenannte Geimpfte und so weiter, die sagen, ich finde das nicht anständig und dann hat man Weihnachten organisiert mit Leuten, die sonst nicht zu ihren Familien können. Ich weiß, wir hatten dann diskutiert, als die Testpflicht
losging. Die haben ja eine Zeit die Tests kostenpflichtig gemacht und das dann wieder zurückgenommen, was auch wieder so ein Push war, um Leute unter Druck zu setzen, gerade die nicht finanzstark sind, dass sie sich impfen lassen, weil sie nicht diese kostenpflichtigen Tests brauchen. Da habe ich auch so Sachen mitbekommen, dass Leute Geld zusammengelegt haben, um praktisch in der Gruppe, wenn jemand einen Test braucht, dass man das finanzieren kann und so. Also, ja, die haben sich gegenseitig geholfen. Ich glaube, das muss man mal sehen, diese staatlich angeordnete, in Anführungszeichen, Solidarität, das ist eben angeordnet, das geht nicht, aber ich glaube, das müsste man auch in Gesprächen, filmisch und sonst wie verarbeiten, diese unglaubliche Solidarität unter den Menschen, auch die unangemeldeten Spaziergänge, wo Leute mit den verschiedensten politischen Hintergründen einfach zusammenkamen, um zu demonstrieren für praktisch die Grund- und Menschenrechte. Das ist eine richtige Solidarität, die sich gezeigt hat. Ja. Und ich finde auch, man darf nicht die Solidarität vergessen, die auch in der Zeit Geimpfte teilweise den Ungeimpften gegenüber entgegengebracht haben, dass sie trotzdem eingeladen haben auf Veranstaltungen oder den Kontakt nicht abgebrochen haben, sondern im Gegenteil immer gezeigt haben, du bist willkommen. Also das darf man auch nicht vergessen, finde ich. Ja. Das ist auch wichtig. Da gab es auch schöne Erlebnisse. Ich weiß auch, das waren so Leute, die ich kannte, die sich geimpft haben, weil sie eben einfach dachten, das ist eine ganz normale Impfung und alle kriegen ihre Grundrechte zurück, wenn alle ein Impfangebot haben, die dann ganz entsetzt waren zu sehen, in für eine Richtung es sich entwickelt. Und die dann tatsächlich auch auf Demos waren und so. Also du hast absolut recht. Also ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt, den man sich immer wieder klar machen muss, gerade wenn man, ich glaube nämlich, als sogenannter Ungeimpfter wurde einem ja von Politik und Medien eingetrichtert, so ein großes Wir, die Geimpften, das ist das große Team, was gegen die Ungeimpften ist. Und das ist ja absolut falsch, das habe ich mir auch damals gedacht. Wenn jemand sich zum Beispiel gegen die Überzeugung impfen lässt, aus Druck, wird er doch nicht ein loyaler Geimpfter, der gegen die Ungeimpften ist. Also sozusagen, man kann nicht so ein großes Team aufbauen gegen das andere. So muss ich das immer bewusst machen, das ist eigentlich medial aufgebauscht und wie die einzelne Person tickt, da sagt eigentlich der Impfstatus nichts drüber aus. Ja, einmal habe ich mich gefreut, weil ich war in Köln in einem Fahrradgeschäft und dann stand am Eingang irgendwie ganz groß, alle sind willkommen, egal ob geimpft oder ungeimpft oder so, wir wollen niemanden ausschließen, also stand da drauf und dann bin ich reingegangen und dann, dann kamen wir auch ins Gespräch und dann meinte ich, dass es ja mal eine positive Aussage ist oder sowas für ein Geschäft. Und dann meinten die so, dass die halt total gegen diese Spaltung sind und dass es denen total wichtig ist, dass sie finden, dass es, also ich glaube, die waren selber auch geimpft, aber dass sie das halt total wichtig finden, dass man niemanden ausschließen kann. Und das fand ich total gut. Die sind ja ein ziemliches Risiko da eingegangen. Ja, die wurden auch kritisiert, wirklich von außen auch und mussten sich verschiedene Vorwürfe anhören, aber denen war das egal. Das ist so ein Gedanke, den ich mir tatsächlich in der Zeit viel gemacht habe, im Dezember 21 und November 21 vor allem, wie man sich in dieser Zeit am besten verhält. Und ich dachte zum Beispiel, wenn jemand Gastronom ist, 2G-Regel wird vorgeschrieben, man muss das Restaurant offen halten, weil man sonst irgendwie am Existenzminimum ist, kann man zumindest das kritisieren. Also man kann irgendwie sagen, wir sind damit nicht einverstanden, aber wir müssen ich habe immer gedacht, das ist so das Minimum, was ich eigentlich hoffen würde. Sozusagen, man kann nicht erwarten, dass jeder in so einer Situation ist, dass man praktisch voll dagegen steht und alle Risiken eingeht. Aber ich habe gedacht, mindestens im Privaten sollte man sich kritisch äußern über diese Diskriminierung. Ich finde, das ist das Mindeste, was eigentlich... Das würde man sich halt was man sich wünschen würde, ja. Also ich finde das gut. Es gab, glaube ich, einige so mutige Läden. Ich kenne auch welche. Ich kenne auch Läden, die dann einfach zum Beispiel die Gastronomie hatten und Lebensmittelladen mit Gastronomie, die einfach den Gastronomiebereich geschlossen hatten, weil sie sagen, wir machen keine Diskriminierung mit. Wer Lebensmittel kaufen will, das durften ja alle. Und dann fand ich es auch eine gute Geste. Was glaubst du, könnte man denn noch tun oder was könnte jeder Einzelne tun, um wieder mehr ins Gespräch zu kommen, dass es mehr Solidarität gibt oder eben keine Diskriminierung mehr oder weniger? Also ich glaube, das Wichtigste ist, so eine Art Schweigespirale zu durchbrechen, weil ich glaube, was ich so spannend fand, der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hatte doch vor ein paar Tagen eine Bürgersprechstunde oder sowas, wo er halt mit dem Publikum sprach und wo er ungefähr meinte, das ist doch jetzt lange vorbei und warum muss man da die Erinnerung aufrechthalten, wir sollen nach vorne schauen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich auch viele wünschen, die in der Corona-Zeit auch gerade bei der Gesetzgebung und so mitgemacht haben, dass man einfach sagt, das ist die Vergangenheit, ist abgeschlossen und fertig. Und ich glaube, was halt wichtig ist, dass man das
so nicht zulässt, dass man das Thema aktuell hält. Ja, weil ich glaube, stimmt, ja. das hatte mir mal eine Bekannte gesagt und das fand ich sehr clever. Sie sagte so etwas, also diese ganzen Auswüchse, Diskriminierung und praktisch Schlechtmachen von anderen Meinungen, das funktioniert nur, wenn viele Leute Angst haben, was zu sagen oder wenn wenige was sagen. Sozusagen, wenn alle ihre Meinung offen sagen, kann man sowas auch nicht mehr durchsetzen. Ja. Und ich glaube, jetzt in dieser Zeit ist es halt was, dass man gerade auch als sogenannter Ungeimpfter ganz offen dazu steht und auch die Erinnerung wach hält. Ich habe manchmal den Gedanken, dass vielleicht Leute einfach Videos aufnehmen sollen, kurze Videos, wie sie erzählen, wie es in der 2G-Zeit für sie war. Ohne Vorwurf, sondern einfach neutral. Ja, ist eine gute Idee. Weil tatsächlich, ich glaube, mit Vorwürfen kommt man nicht weit. Das ist so. Nee. Ich kann es ja verstehen, also die 2G-Zeit war sehr hart und ich hatte ja auch meine Tage, wo ich richtig sauer war, was geschieht hier gerade, wie kann man das zulassen, das ist eine normale Emotion, aber ich finde immer so diese Wut, die man vielleicht empfindet angesichts mancher Maßnahmen, dass man die, es gibt mich so ein bisschen hochtrabend sagen, mit dem Verstand klärt man die Wut und dann kommt die da als etwas heraus, dass man praktisch offen und direkt ohne großen Vorwurf gegenüber die Einzelnen sagt, was da war. Man kann Vorwürfe machen gegen welche, die gehetzt haben, wirklich. Also wenn ein Politiker sich jetzt irgendwie wie Opposition darstellt, aber damals sagte, dass man ohne 2G nicht arbeiten soll und so. Außerdem ist die Zeit noch nicht ganz vorbei. Es gibt doch noch die Duldungspflicht beim Militär, soweit ich weiß. Ja. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist jetzt ausgelaufen, aber im Militär Genau. besteht es noch, glaube ich. Oder wie du meintest gestern, dass man nicht in die USA kommt ohne Impfung. Ja, das war so schlimm. Ich hatte eine Werkschau meiner Filme, das war Ende Oktober in Oregon. Da hätte ich einreisen können, also wurde ich eingeladen, aber ich kann als Ungeimpfter nicht einreisen. Und ich glaube, jetzt Anfang des Jahres gibt es die Möglichkeit, dass in Kalifornien Filme von mir laufen. Und da habe ich jetzt geschaut, in den USA haben sie es jetzt verlängert bis April, dass man als Ungeimpfter nicht einreisen darf. Da gibt es auch so gut wie keine Ausnahmen. Also, und sagen wir, ich mag mich nicht beschweren. Es gibt Leute, die es viel schlimmer getroffen hat, auch gerade ihre Arbeit verloren haben oder sonst wie. Aber sozusagen selbst ich bin da noch betroffen davon. Ich kann beim besten Willen nicht in die USA. Ich glaube auch, aber tatsächlich, das ist auch wichtig, dass man sowas sagt, weil ich sehe jetzt zum Beispiel aus meinem Umfeld, ich war früher ganz, ganz oft in den USA bei Filmfestivals und so weiter und ich sehe jetzt Leute, die ich kenne, bei denen das noch nie groß Thema ist, die schicken mir einfach Bilder, sind gerade im USA-Urlaub und das ist gerade so schön und so und ich freue mich auch für die, aber es ist natürlich immer schwer, ich will ja auch nicht provozieren, aber irgendwie lasse ich dann doch die Bemerkung fallen, dass ich dort als Ungeimpfter gerade nicht einreisen darf, weil man muss auch ein bisschen sensibilisieren, sozusagen, wenn es eine Ungleichbehandlung gibt, dass man auch nicht aus Höflichkeit es einfach stehen lässt, sondern durchaus auch sagt, was da ist. Wobei es natürlich eine amerikanische Sache, da müsste die amerikanische Gesellschaft dran arbeiten, dass das aufgehoben wird. Da können wir in Deutschland jetzt wenig machen. Ja. Aber sozusagen, dass man nicht schüchtern ist und sensibilisiert, man muss ja niemandem einen Vorwurf machen konkret. Also wenn jetzt jemand in die USA reist als Geimpfter, dann freue ich mich, wenn die da eine schöne Zeit haben. Aber man soll schon wissen, dass es immer noch eine Ungleichbehandlung gibt. Ja. Und was ich mich gerade eben noch gefragt habe, ist, hast du den Eindruck oder wie reagiert man heute, wenn man sagt, ich bin ungeimpft oder ich bin noch ungeimpft oder so? Glaubst du, dass die Leute darauf achten oder dass es denen wichtig ist? Oder tun die einen dann in eine Schublade? Oder ist es jetzt mittlerweile total egal, ob man geimpft oder ungeimpft Sagen wir, ist? bei den meisten ist es egal, denke ich. Es gibt auch manche, die noch so ticken. Das ist was Interessantes, was du aber angesprochen hast, noch ungeimpft, weil das war so ein Sprachkonstrukt, das fiel mir gerade so im Mitte 21 auf und das fand ich dann immer ganz schlimm, weil es suggerierte, so und so viele Teile der Bevölkerung sind noch ungeimpft. Das war was, das suggeriert, alle werden irgendwann geimpft. Und das hatte ich dann immer ganz abgelehnt, weil das waren so viele sprachliche Tricks. Ich glaube, da könnte man stundenlang auch reden, wie das psychologisch eigentlich war, was da von Medien und Politik und gesellschaftlich, was da eigentlich alles abging an psychologischen Tricks. Das ist sehr interessant, ja. Dass man den Ungeimpften das Gefühl gibt, sie sind eine Minderheit, sie werden immer weniger, sie haben eh keine Chance, sie sollen sich jetzt mal, also das ist ein Umgang, der in einer demokratischen Gesellschaft unwürdig ist. Man muss einander mit Augenhöhe und auf Augenhöhe und mit Respekt sehen. Ja, was ja auch zu unserem Podcast eigentlich ganz gut passt. Ja, ein guter Titel auch, ja. Ja, deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen können. Haben wir irgendein Thema, hattest du noch ein Thema, was dir im Kopf rumgeschwirrt ist? Oder? Was vielleicht für mich ganz wichtig ist, weil ich halt ja oft rede, auch auf Demos, auch gestern jetzt hier in Bonn. Und ich finde,
die Menschen, die da auf Demos gehen, man muss da auch immer wieder sagen, jeder und jeder Einzelne ist wichtig und egal wie groß oder klein die Demo ist, es ist ganz wichtig, dass man beständig auch auf die Straße geht. Es ist also wirklich meine allergrößte Bewunderung an alle, die seit Jahren, seit Monaten auf die Straße gehen. Ich bin ja auch jetzt schon sehr lange dabei, weil manchmal kommen natürlich die Gefühle, die Demos werden kleiner, ist es vielleicht irgendwann so... Ist es vielleicht irgendwann komisch, dass da nur noch so ein paar Leute an diesem Thema festhalten? Und ich denke, nee, sozusagen, es ist das Ziel, denke ich, von verschiedenen Strukturen und so weiter, die halt diese Ungleichbehandlung möglich gemacht haben, dass das Thema ins Vergessen gerät, dass man sagt, das war früher mal, was auch immer. Und wenn keiner mehr auf der Straße sich dazu äußert, dann kann man schnell sagen, ja, das sind ein paar komische Leute im Internet, die irgendwas schreiben. Also es ist besser, dass eben, das sage ich auch immer wieder, dass 100 oder 1000 Demos jede Woche stattfinden, auch wenn da nur 100 Leute sind, als wenn einmal im Jahr eine Großdemo ist, die dann schnell wieder totgeschwiegen ist. Solange man auf die Straße geht, und ich finde es immer ganz wichtig, dass man diese Gedanken im öffentlichen Raum präsent hält, dass man diese Gedanken nicht in Vergessenheit geraten lässt. Und ich sage auch immer, ich sehe das als einen ganz wichtigen Prozess der Aufarbeitung, den wir gerade haben, dass es auch diese Demos gibt und dass die Demos auch für Gleichbehandlung, gegen Diskriminierung sind. Ich finde auch gerade die Aufklärung, was auch spannend ist, zum Beispiel, was es mit den Impfstoffen auf sich hat. Ich bin kein Mediziner, aber sozusagen man kann inzwischen darauf verweisen. In manchen Ländern haben die Behörden schon die Empfehlung weggenommen für junge Menschen. Ich glaube, in Florida ist es für Männer unter 40 nicht mehr empfohlen. In Dänemark, wenn ich es richtig weiß, kann man Kinder unter 18 nicht mehr ohne weiteres impfen lassen, sondern nur noch auf Empfehlung eines Arztes. Also diese Informationen sind eigentlich auch interessant und wichtig. Genau. Und viele wissen das ja gar nicht. Und ich finde halt, das ist ganz wichtig, dass man sowas auch verbreitet. Und das ist das, was ich meine, und das ist auch etwas, das ich gut finde. Ich habe so viele Aktivistinnen und Aktivisten getroffen, die da wirklich sich einlesen und sachlich solche Dinge verbreiten, sozusagen. Dass man nicht in diese Falle fällt, dass man irgendwie in diese Falle tappt, dass man mit Polemik plötzlich beginnt, irgendwie die Geimpften oder irgendwie, dass man über die Impfstoffe irgendwelche polemischen Aussagen trifft, sondern dass man wirklich informiert, weil ich glaube, gerade zur Aufarbeitung zählt dieses Informieren und wie gesagt, unabhängig davon, was man von den Impfungen hält, ob man sie für sinnvoll hält oder nicht, ob man sie für sicher hält oder nicht, ist es, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man eben auf die Diskriminierung aufmerksam macht, weil man darf Menschen nicht zur Einnahme von irgendwas zwingen, egal wie gut oder schlecht es auch sei. Auf jeden Fall, da bin ich deiner Meinung. Ja. Und ja, das ist, finde ich, sozusagen, vielleicht wofür ich auf die Straße gehe und da will ich mich gar nicht so wichtig nehmen, sondern wie gesagt, ich begann Reden zu halten, weil ich dachte, ich möchte einfach formulieren, was so der kleinste gemeinsame Nenner der Menschen ist, die da auf die Straße gehen. Sozusagen, ich glaube, wenn man als Demoredner auftritt, hat man eine große Verantwortung, weil man nach außen sozusagen ein Bild abgibt, Außenstehende hören die Rede und nehmen halt an, alle da stimmen dem zu. Und eben mir ist wichtig, Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, dieser Begriff, ich hatte früher nicht so viel darüber überhaupt nachgedacht und der kam halt dann mit dieser Impfthematik, Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Ich kann bestimmen, ob ich mich impfen lassen will oder nicht, ob ich ein Arzneimittel nehmen will oder nicht. Und was ich halt wichtig finde, das sage ich auch immer auf den Demos, sozusagen, wir sind absolut im Rahmen des Grundgesetzes. Was ich halt am Grundgesetz der Bundesrepublik so gut finde, ist, dass die Menschenrechte in den ersten Artikeln praktisch kodifiziert sind. Die Würde des Menschen ist unantastbar und all das. Und daran erinnern wir. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich immer klar macht, wir gehen ja, sozusagen, als ich begann auf Demos zu gehen, dachte ich, wie denkt mein Umfeld von mir? Bin ich jetzt so eine andere Kategorie Person? Bin ich plötzlich der Schwurbler, der Dumme? Einer hat mir so böse Nachrichten geschickt, er hat mich immer für so intelligent gehalten und jetzt gehe ich mit so dummen Leuten auf die Straße. Aber sozusagen, ich hatte Angst, bin ich jetzt eine andere Kategorie Mensch oder was ist mit mir los? Aber dann hilft es sich immer klar zu machen, nee, wir halten die Demokratie damit am Laufen. Wir haben eine Meinung, die absolut im Rahmen des Grundgesetzes in Ordnung ist. Also wir sind praktisch wirklich absolut für die Grund- und Menschenrechte, die da auch kodifiziert sind. Und wir machen von unserem Recht zur freien Meinungsäußerung Gebrauch. Und das ist wichtig. Wenn man schweigt, dann ist das nicht repräsentiert. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Meinung repräsentiert und gehört wird. Ich glaube, das gelingt auch gerade sehr gut. Das stimmt. Also wenn man eine Meinung hat, dann sollte man die auf jeden Fall auch zeigen. Das stimmt. Und also die Demo ist ja ein wirklich sehr nützliches Mittel dafür eigentlich. Und ich finde es auch total bewundernswert immer. Und ich finde es auch total gut, wenn Leute auf die Straße gehen. Man hat ja auch das Recht dazu.
Und es gibt auch viele andere Wege zum Beispiel. Also Leute, die zum Beispiel, es gibt ja viele, die die Zeit nicht finden oder die also von der Arbeit eingespannt sind, die sich irgendwie aktiv beteiligen können. Und das ist auch so ein Punkt, den ich oft denke, wenn man zum Beispiel, das hatte ich neulich, dieses Gespräch, das war mit einer älteren Dame, die 60er aktiv miterlebt hat, und die meinte, in den 60ern waren wir auf so riesen Demos und was ist, und ich meinte, nee, heute haben wir den Vorteil, die Demos, die kann auch kleiner sein, so eine Demo, auf der man ist. Ja. Es wird praktisch über die verschiedenen Online-Kanäle geteilt, die Videos haben eine Wirkung, und einer der großen Effekte ist, dass eben Leute, die zum Beispiel keine Zeit haben oder sich auch noch nicht trauen, doch immer wieder sehen, da sind Menschen auf der Straße, die zu ihrer Meinung stehen. Und ich denke auch, was wichtig ist, zum Beispiel, wenn jetzt wieder so eine Sache käme, sei es mit Corona oder einem anderen Thema, dass man wieder so diskriminiert, gibt es die Demos gerade, egal wie groß sie gerade sind. Und wenn es akut wird, dann haben die Menschen auch wieder einen Anlaufpunkt gleich. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass das so am Laufen bleibt auch. Ja, das stimmt. Weil wenn es einmal weg ist, dann ist es halt weg. Das Gute ist aber, die Menschen, mit denen ich spreche auf den Demos, die wirken nicht so, als ob sie damit aufhören wollen, sondern sozusagen, wer das jetzt durchgehalten hat und diese Corona-Zeiten, die Diskriminierung und all das, und dem ist es so ein großes Anliegen, auf der Straße zu sein. Ich habe das einmal jemandem auch geantwortet, einer hat irgendwie gesagt, ja, das sind Leute, die nichts Besseres zu tun haben, und dann sage ich, Moment, ich denke, wir alle haben was Angenehmeres oder was auch immer, was man tun könnte, statt zu demonstrieren. Aber es ist uns halt so wichtig, dieses Thema. Und wenn uns das Thema so wichtig ist, dann gibt es für uns nichts Besseres zu tun, als dass wir für die Demokratie auf die Straße gehen. Darauf kann man auch stolz sein. Auf jeden Fall, das stimmt. Und es ist ja auch wirklich bereichernd. Also man trifft jede Menge unterschiedlicher Leute, und einmal diese Stimmung mitzukriegen auch. Also eigentlich sollte jeder mal im Leben irgendwann mal auf die Straße gehen, habe ich auch gedacht. Um zu sehen, wie das ist. Das ist auch sowas, wo ich begonnen habe, Reden zu halten, habe ich gedacht, das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die jeder auch mal machen sollte, sich mal ausprobieren sollte. Sozusagen seine politische Überzeugung vor anderen deutlich formulieren, und dann sieht man ja, manchen liegt es, manchen macht es Spaß. Also das Wort Spaß ist immer so ein bisschen schwierig zu verwenden in diesem Kontext, weil es ist ein ernstes Anliegen. Aber ich muss sagen, ich habe gemerkt, es ist auch tatsächlich was Schönes, dass man Gleichgesinnte trifft, dass man sich austauschen kann. Gerade in der Zeit der Diskriminierung war das so für mich der Weg, wie ich geistig gesund bleibe, hatte ich das Gefühl, indem ich mit anderen Betroffenen spreche. Ja. Weil wenn die Medien und Politik dir sagen, du wirst gar nicht diskriminiert, du bist blöd und was, das ist schwierig. Das ist halt sehr schwierig, und dann ist man allein. Das stimmt. Also der Austausch ist ganz, ganz essentiell, finde ich. Ja. Ja, super, dann freue ich mich. Du hast ja bald deinen Zug, oder? Der fährt. Ja, ich bin da auch flexibel, aber ja. Genau. Gibt es noch ein Thema, über das wir sprechen wollten? Ach, ich glaube, ein Punkt fällt mir ein. Ich glaube, den haben wir gar nicht besprochen, aber das war etwas, was mir manchmal auf Demos aufgefallen ist in Gesprächen, weil es kommt natürlich manchmal so eine gewisse Hoffnungslosigkeit, wo Leute denken, vielleicht ist das so eine riesige Agenda, die gerade ist, oder ist es, jeder hat so seine Theorien, weißt, manche meinen, es ist alles so ein Zufall, wo alles zusammenläuft, manche meinen, es ist irgendeine riesen Agenda, gegen die man vielleicht keine Chance hat. Und ich glaube, man muss sich immer darauf konzentrieren, was man eigentlich tun kann, weil sozusagen, was wir tun können, ist auf die Straße gehen, und zwar respektvoll, friedlich, dass es absolut korrekt abläuft, und wenn wir viele Leute sind, die das machen und die zeigen, dass sie da nicht einverstanden sind, dann ist es ja eigentlich gar nicht so wichtig, ob das eine riesige Agenda ist, ob das irgendwie so was ist, was sich in eine bestimmte Richtung bewegt, sozusagen, weil dann schlussendlich, wie auch immer es ist, sind ja doch immer die einzelnen Politiker, die da beteiligt sind. Und denen zeigt man praktisch, dass die Menschen da nicht einverstanden sind mit manchem. Das hat mich auch bei der Impfpflichtsache so beeindruckt. Es gab ja Aktivistengruppen, die haben Politiker direkt angeschrieben auch. Das habe ich ja auch mitbekommen. Ich war ja auch auf vielen Demos und sozusagen direkt angeschrieben zum Thema Impfpflicht, wie sie sich positionieren, Argument. Wir haben ja gestern drüber gesprochen. Genau, das stimmt. Also ich denke, man kann als Einzelner auch viel erreichen. Man soll nicht zulassen, dass irgendjemand einem einredet, du kannst eh nichts, das Ganze rollt über dich hinweg. Ja, also wir haben festgestellt, dass es doch, oder wir glauben daran, dass es ein bisschen was dazu beigetragen hat, indem halt eine Gruppe von 2000 Leuten an alle Bundestagsabgeordneten einen Brief verfassen und schicken, und wenn dann von überall, wenn so kleine Gruppen dasselbe machen, dann haben wir uns zumindest eingebildet, dann bringt das halt was. Der stete Tropfen höhlt den Stein, denke ich immer her. Weil ich glaube, das war auch für mich so ein Punkt, ich fühlte mich in der Corona-Zeit, ich hatte immer gedacht, es ist mir so wichtig,
dass ich möglichst viele Leute in meinem Umfeld habe. Ich bin, wie man auf Englisch sagt, non-judgmental. Ich sozusagen, wenn du mich anständig behandelst, ich rede mit dir, ich cancel auch nicht jetzt irgendjemand, außer es ist jetzt vielleicht irgendwas ganz krass Extremes. Und ich war immer sehr stolz, dass ich einen sehr diversen Freundeskreis habe, mit ganz unterschiedlichen Meinungen. Ja. Deshalb hatte ich mich auch nie so sehr politisch geäußert. Und deshalb war für mich die Corona-Zeit zunächst sowas, da fühlte ich mich, kann man sagen, so machtlos, so klein, so es rollt so über mich hinweg. Und wenn ich versuche, mich nicht politisch zu äußern, dann wird das Ganze über mich hinwegrollen. Und da hat es sehr geholfen, auf die Straße zu gehen, dass man halt das Gefühl hat, ich tue was. Ich glaube, das ist schlussendlich was auch für einen selbst, weil ich glaube, die eigene geistige Gesundheit ist das Allerwichtigste in dieser Zeit auch. Auf jeden Fall. Und eben, wenn man aktiv was macht, sei es man geht auf die Straße, sei es man kommentiert was im Internet, sei es was auch immer, dann fühlt man sich nicht so machtlos und hilflos. Das stimmt, ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig in der Demokratie, weil zum Schluss ist die Gesellschaft die Summe aller Menschen, die hier leben, aller Bürgerinnen und Bürger, und da ist keiner zu klein oder zu unbedeutend, sondern jeder kleinste Input kann was bewegen zum Schluss. Und man weiß nicht, wie was zusammenläuft. Das ist so wie viele Tropfen, die dann irgendwann Strom bilden. Da kannst du auch nicht sagen, welcher Tropfen der wichtige war, aber solange man was tut, solange man was sagt, solange man dazu steht, denke ich, klappt es, dass alles sich verbessert. Man muss sich nur trauen. Genau. Ja. Und könntest du dir vorstellen, nochmal irgendwie einen Film oder eine Doku darüber zu drehen? Also entweder über dieses Thema Diskriminierung, was wir heute angesprochen haben, oder über diese Zeit oder... Ja. Das ist eine gute Frage, weil tatsächlich hatte ich immer gedacht, ich mache eine Doku über meinen Weg in der Corona-Zeit, weil es einfach, finde ich, sozusagen am authentischsten kann ich über meine Perspektive sagen und wie ich dann praktisch... Ich habe viel gefilmt. Ich war das letzte Mal in Los Angeles im Februar, März 2020. Da war eine Filmpremiere von mir, von einem Film. Dann bin ich, glaube ich, am 12. oder 13. März nach Deutschland zurückgeflogen aus L.A., gerade wo das dann mit den Lockdowns losging. Also war ich in L.A., da war es noch relativ normal. Ich komme in Deutschland an und zack, Lockdown. Und ich habe da ziemlich viel dokumentiert, so eine Art Videotagebuch gemacht. Ich weiß, Anfang März 2020 Mitte März hatte ich überlegt, so in zwei Richtungen. Das eine war, entweder dieser Virus ist nicht so gefährlich, wie die halt die Daten sagen. Die hatten ja eine Sterblichkeit von unter 1% gesagt und sagt, viele Fälle sind unbekannt. Das heißt, die Sterblichkeit ist noch geringer. Nachrichten vielleicht überreagieren, vielleicht ist es eine Art Übung, vielleicht was auch immer. Oder der Virus ist viel gefährlicher. Das waren so damals meine Überlegungen. Der Virus ist vielleicht viel gefährlicher, als man sagt. Man will Leute beruhigen und macht deshalb die harten Maßnahmen. Das weiß man am Anfang halt nicht so richtig. Und da hatte ich so eine Art Videotagebuch gemacht. Ich habe immer gedacht, das in einen großen Dokufilm umzusetzen, wo ich auch die Demos porträtiere, auf denen ich war. Jetzt mit Flüstern und Lachen, die Doku über Yan Song King, da habe ich tatsächlich schon vieles verarbeitet, weil da beginnt es ja, er erzählt von sich, von seiner Kunst und allem, und dann kommt in der Mitte so ein kurzer Teil, der geht vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten, in dem ich von der 2G-Zeit erzähle. Das fand ich ganz wichtig als Kontext, wenn jemand den Film sieht, ohne die Zeit erlebt zu haben, dass man da eine Erklärung hat. Das fand ich auch so interessant, dass man gesehen hat, woher kommt er eigentlich, also mit diesem auch eigentlich politischen Hintergrund und aus der DDR. Das fand ich irgendwie interessant. Ja, das fand ich. Ich habe das auch extra so gemacht, weil ich es so spannend fand. Eben, wie er da so erzählt, ist ja auch ein ganz sympathischer Mensch. Das kommt ja auch im Film, denke ich, so rüber. Also den Film habe ich tatsächlich begonnen, zum einen aus Erwägung zur Corona-Zeit, zum anderen mag ich Künstlerbiografien. Also ich habe schon öfter Künstlerbiografien gedreht über Menschen, die ich als sehr talentiert sehe, die aber eben nicht so Selbstdarsteller sind, sondern so ganz bescheiden auftreten, wo ich dann denke, Moment, jetzt liegt es an mir, diese Menschen bekannt zu machen, dem Publikum. Und da habe ich ihn erlebt und ich war ja so begeistert, weil seine Songs haben mir wirklich Mut gemacht in der 2G-Zeit, weil man darüber lachen kann, über Themen, die uns bewegen. Ja, die sind auch lustig teilweise, ja, das stimmt. Das ist auch so ein Punkt, weil ich Satire, also wenn ich jetzt noch das Fass aufmache, weil das ist auch was aufgeklärt gehört. Da habe ich neulich vor dem SWR in Stuttgart eine Rede gehalten, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der 2G-Zeit, in der Corona-Zeit, hat in vielerlei Hinsicht, ich glaube, man muss es so hart sagen, versagt, und man müsste da ins Gespräch kommen und das aufarbeiten miteinander, damit so ein Vertrauen wieder hergestellt wird. Ja. Weil ich denke zum Beispiel auch gerade an Satiresendungen, die dort laufen und auch liefen, wo man sich über Minderheiten lustig macht, wo man sich dann über die Ungeimpften lustig machte und was auch immer. Weil ich finde, Satire sollte sich eigentlich immer gegen die Mehrheitsmeinung richten. Ja, stimmt, sowas habe ich tatsächlich auch mal gehört. So einen Witz über Ungeimpfte. Ja.
Weil tatsächlich, wenn sich die Mehrheitsmeinung über die Minderheit lustig macht, da tritt man nach unten. Und ich habe lange überlegt, warum finde ich das nicht lustig? Und dann fiel es mir halt auf, ja, man macht sich über Minderheiten lustig. Und sozusagen Gebühren finanziert auch noch, dass man praktisch auch die Minderheiten mit ihren Gebühren bezahlen, dass man sich über sie lustig macht. Also ich finde, Satire darf alles, ich drehe ja auch Komödien, aber man soll niemanden entwerten und vor allem auch niemanden dazu zwingen, Geld zu zahlen, dass man sich über Minderheiten lustig macht. Ja. Also, und ich persönlich erachte es tatsächlich auch nicht als besonders lustig, sich über irgendwelche Kleingruppen bösartig lustig zu machen. Das ist was anderes, dass man irgendwie halt so Witze macht, aber halt irgendwie Leute, die gerade ihre Grundrechte eingeschränkt kriegen und überall gebasht werden, dann auch noch Witze über die machen, das finde ich geht nicht. Ich sehe das genauso, ja. Und das fand ich halt an Jan Song-King so toll, dass er wirklich politische Satire macht, wie ich es eigentlich auch gut finde, aus sozusagen politische Satire, die sich auch durchaus charmant, der macht es ja nie bösartig, gegen die herrschende Meinung lustig macht, über die herrschende Meinung lustig macht. Und das zu dokumentieren war mir ganz wichtig. Und ich hoffe, dass das auch Leute sehen, die praktisch in der Corona-Zeit noch anders dachten als wir, die dann vielleicht einen Film sehen und dann auch so ein bisschen eine teils humorvolle Perspektive kriegen, aber auch die doch offen sagt, was damals geschah. Ja, also das ist auch die Frage, die mich beschäftigt hat. Wie bringt man diesen Film unter Leute, die eigentlich sich damit nichts zu tun hatten? Ja. Also die eigentlich, ja, also wie kann man das Interesse wecken oder das finde ich eben schwierig. Ja. Weil ich habe so das Gefühl, in Anführungszeichen in unseren Kreisen, ich mag das ja gar nicht, aber sozusagen die Menschen, die auf Demos gehen und so weiter, da hat sich das jetzt schon ziemlich verbreitet. Das wurde von großen Gruppen geteilt und ich kriege auch ganz viele Kommentare und Zuschriften. Und sagen wir, wenn ich da überhaupt eine Bitte äußern soll, ich mag eigentlich gar nicht so zu meinen Filmen und der Verbreitung viel zu sagen, das kommt mir vor wie Werbung, aber ich habe den Film kostenlos online gestellt, also ich kriege da jetzt auch kein Geld dafür, wenn man das macht. Wäre wirklich so meine Bitte, dass man den Film an Leute schickt im Umfeld, die politisch vielleicht anders standen und mal mit der Bitte, den mal unvoreingenommen zu schauen, weil ich habe die Hoffnung, dass der Film Vorurteile über unsere Demos ausräumt, der zeigt, wie unterschiedlich die Menschen sind, die da auf Demos gehen, politisch. Weil es gibt ja oft so ein Framing, was gebracht wird, dass die Demos politisch rechts stehen. Und wo ich auch sagen muss, diese Rechts-Links-Thematik finde ich schwierig, weil sozusagen ich finde, dass man für Grund- und Menschenrechte und Selbstbestimmung auf die Straße geht, wäre im klassischen Sinne eigentlich was Linkes. Aber allgemein finde ich, dass es, wenn man für die Grund- und Menschenrechte auf die Straße geht, ist es erstmal das Thema und da spielt es erstmal gar keine Rolle, wer da auf die Straße geht, wenn man für dieses Thema auf die Straße geht. Und es ist wirklich so ein unterschiedliches, so eine heterogene Gruppe und das wollte ich mit der Doku auch zeigen. Also ich hoffe, dass die Doku da Vorurteile ausräumt, dass man da Leute sieht aus den verschiedensten Richtungen, die da demonstrieren. Und ich finde, das hat man gut gesehen. Also klar, ich kann das jetzt nur sagen als Insider. Aber ich finde, man bekommt einen ganz guten Eindruck, dass das total unterschiedliche Leute sind. Und ich fand es auch interessant, diese Perspektive von dem Musiker, die du da gezeigt hast, dass man praktisch mit dem so ein bisschen reist von Demo zu Demo und er erzählt aus seinem eigenen Leben. Genau. Man lernt die Person ein bisschen kennen. Das finde ich, das hat auch irgendwie was Persönliches. Das war mir auch ganz wichtig, dass ich so ein Bild gebe, wer er ist, weil man kennt ja immer das Werk und der Mensch hinter dem Werk tritt ja oft zurück und da war mir wichtig, das mal zu zeigen. Und er sagt in dem Film, er war zum Beispiel Grünenwähler viele Jahre lang nach Ende der DDR und ist das jetzt nicht mehr, sozusagen auch gerade durch die Corona-Zeit, betont er ja. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, dass man eben merkt, also zum Beispiel dieses Corona-Thema, die Grund- und Menschenrechte, diese Impfsache, das ist was ich finde, was man an keiner politischen Richtung festmachen kann. Ich habe gerade auch bei den Spaziergängen im Winter 21, 22, wo wirklich Leute aus den verschiedensten Hintergründen auf die Straße gingen, die vorher nie demonstriert hatten. Ich habe davor auch nicht demonstriert vor Corona. Da hat man wirklich gemerkt, das ist so ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Wirklich, ich kann es gar nicht festmachen, also es war wirklich ein Querschnitt. Einfach, wer das nicht will, wer für Selbstbestimmung auf die Straße geht. Und ich finde auch, das ist ganz wichtig, dass man auch themenbezogen ist. Wenn jemand für Selbstbestimmung auf die Straße geht, dass Menschen praktisch selbst über ihren Körper entscheiden können,
das ist ein gutes Thema, das soll man jetzt nicht instrumentalisieren. Und ich sagte ja, also es wäre vielleicht klassisch eher links, aber das ist jetzt auch bitte nicht so verstehen, dass ich sage, das ist ein linkes Thema, sondern einfach, man soll es nicht instrumentalisieren, sondern themenbezogen sehen. Ich glaube, das wäre auch gut für eine gesellschaftliche Gesprächskultur, dass man nicht mehr sagt, der hat was gesagt, jetzt muss ich erstmal sehen, ist der rechts oder links, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, sondern man soll einfach mal nach Aussagen gehen, die die Menschen machen zu einzelnen Themen und themenbezogen diskutieren. Das ist ein interessanter Punkt, ja. Dann überwindet man nämlich auch so eine Spaltung. Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ja. Vielleicht kann man dann wieder eine Annäherung finden. Ich hoffe es, ja. Genau, weil das haben ja irgendwie alle wollen das ja, also man wünscht sich das ja, glaube ich. Also diese Zeit hat, glaube ich, viele in die Einsamkeit auch gedrängt oder in die Isolation. Viele haben von zu Hause aus gearbeitet und man braucht diesen Kontakt einfach auch wieder. Ich glaube halt, das ist was ich hoffe, dass auch überwunden wird. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Abschluss, weil wir haben so eine ganz polemische, das war auch Gesprächskultur, Diskussionskultur. Das war mir auch schon vorher aufgefallen, also 2014, 15, als ich meinen Film Timeless drehte, der in sich aber eine total absurde Satire ist. Also der repräsentiert nicht unbedingt meine Einstellung, aber in vielen Dingen schon, aber es ist halt eine Satire. Aber sozusagen diese Gesprächskultur, ich sage halt immer, Augenhöhe und Respekt sind wichtig und das klingt wie so Floskeln, aber ich meine es tatsächlich im Ernst, weil mir ist das aufgefallen, wir haben so eine Gesprächskultur, wo kommt, dieser Mensch hat die falsche politische Meinung, also sehe ich ihn als dumm, also höre ich dem nicht zu, also behandle ich den herablassend. Und das hat in allen Lagern Einzug gehalten. Die Menschen werden ja wirklich so gedrängt, sich zu positionieren, mehr oder weniger. Und ich finde wichtig, zum Beispiel, dass wir auf unseren Demos und allgemein gesellschaftlich, dass man auf Augenhöhe und Respekt besteht und das aber auch dann im Gegenzug gibt. Also das wenn jemand mit mir also mit Augenhöhe meine ich, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, hey, du bist dumm, ich erkläre dir jetzt, wie es wirklich war. Also wenn jemand sagt, du wurdest nie diskriminiert als Ungeimpfter, komm, ich erkläre dir, wieso nicht. Das ist keine Augenhöhe mehr, sondern dann hat er sich über mich positioniert. Wenn man sagt, ich empfinde so, wie empfindest du es, wir diskutieren, wir halten einander jetzt nicht für dümmer oder cleverer als den anderen und wir behandeln einander respektvoll, da gibt es ja auch we agree to disagree sozusagen. Ich glaube, das ist das Wichtige, die Meinung macht nicht unbedingt den Menschen. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, auch dieses Beispiel, wie man miteinander diskutiert, wie man, das ist wichtig, den anderen zuerst anzuhören, bevor man sich überhaupt ein Urteil bilden kann, egal woher diese Person jetzt kommt. Dass man halt versucht, so wenig Vorurteile wie möglich zu haben. Und ich habe das für mich so als Gesprächstaktik auch gemerkt, wenn jetzt jemand mir aggressiv kommt, das ist meistens eine Provokation. Also wenn jemand sagt, ich sag dir, warum du nicht diskriminiert wurdest. Dann sozusagen, wenn ich da in die gleiche Kerbe haue und sage, nee, ich wurde diskriminiert, dann ich versuche dann immer wirklich eine Stufe zurückzugehen, praktisch irgendeinen Impuls, den man hat, mit dem Verstand zu klären und dann schreibe ich ganz sachlich zurück und meistens mache ich dann auch sowas in Richtung, ich merke, du schreibst gerade nicht auf Augenhöhe mit mir, und auf die Art also sozusagen, ich gehe dann auf die Metaebene und sage, wir können gerne diskutieren, aber bitte auf die Art, weil das ist, finde ich, sehr hilfreich, wenn man nicht auf die Provokation einsteigt, sondern direkt darauf aufmerksam macht. Ja, weil ich habe das tatsächlich auch schon manchmal erlebt, dass so Leute da dann wirklich erstmal unangenehm berührt sind, aber vielleicht auch ins Gespräch kommen. Ich hatte mal so ein Gespräch, das hat sich als reine Provokation angefühlt. Da habe ich ganz sachlich reagiert und die Punkte auseinandergenommen und es hat sich tatsächlich ein sachliches Gespräch entsponnen, wo es zum Schluss drauf kam, ja, der eine ist Fan von der Impfung, aber okay, er sieht auch den Punkt, man sollte Menschen nicht drängen. Und sowas kann passieren. Nicht immer, aber Augenhöhe und Respekt darauf bestehen und das auch geben. Und ich denke, dann kann man Leuten auch ein bisschen den Spiegel vorhalten und vielleicht lernen sie auch was, wenn sie nicht mit Respekt dir kommen, dass du ihnen das sagst, ganz respektvoll dann. Ja, also ich glaube, ich gehe eigentlich immer von dem Prinzip aus, dass man eigentlich voneinander lernen kann. Ich glaube nicht, dass man immer derjenige ist, der die vollständige Wahrheit kennt oder so und der andere, dann so kommt man vielleicht ins Gespräch dann. Ja. Ich habe auch immer dann das Gefühl, man sollte mal annehmen, die andere Seite möchte immer das Beste, also sagen annehmen, dass der andere dir nicht unbedingt was Böses will. Das stimmt, ja. Das ist für mich so eine Taktik, wenn eine ganz üble Provokation kommt, nehme ich an, okay, also manche Provokationen, die kann man ja echt vergessen, wenn einfach nur beleidigt wird, aber manchmal denke ich, okay, vielleicht will der das Beste, vielleicht weiß der gar nicht, wie es gerade rüberkommt und so und dann antworte ich mal neutral und guck mal, was passiert, ja.
Ja, das ist eine gute Taktik. Ja. Also für mich funktioniert, ich will jetzt nicht mich erdreisten zu sagen, dass das für alle sinnvoll ist oder für alle Situationen, aber generell praktisch höflich ermahnen, wenn Augenhöhe und Respekt nicht eingehalten werden und ansonsten versuchen, sich darauf einzulassen und vielleicht kommt man dann ins Gespräch. Und ich habe für mich halt immer, vielleicht zum Abschluss ist das gar nicht schlecht, meine rote Linie ist dieser Begriff ja gekommen durch den Kanzler, der sagte, es gibt keine roten Linien mehr. Sozusagen meine rote Linie ist inzwischen also, alles ist in Ordnung, die Meinungen können formuliert werden, wie sie wollen, aber sozusagen ich mag nicht, dass man irgendwie Diskriminierung oder Einschränkung von Menschenrechten für bestimmte Leute gut. Also sozusagen, das ist meine rote Linie. Wir können über alles diskutieren, und ich kann auch bei allem mitgehen, aber sozusagen, das ist für mich ein Punkt näher. Also da muss ich vehement widersprechen, wenn man sagt, es ist in Ordnung, dass man Menschen ungleich behandelt aus dem medizinischen oder sonstigen Grund. Ja, genau. Auf jeden Fall. Hattest du nicht das Beispiel genannt mit dem Behave? Soll ich das? Ja, genau. Das war ein Freund von mir, der hat eine Zeit in Großbritannien gelebt. Und der hat mir mal was ganz Gutes erzählt zur Gesprächskultur dort, zur Debating-Kultur. Er meint, dort ist beim Debating so, du kannst die kontroversesten Meinungen haben, wirklich die krassesten Sachen vertreten, solange du es respektvoll machst, solange du dich benimmst. Und er meint, dort wird immer angemahnt, behave, benimm dich sozusagen. Also wenn jemand was sagt, wenn jemand einen persönlichen Angriff bringt, dann behave. Nein, keinen persönlichen Angriff. Und er meinte, in Deutschland war die Debattenkultur in der Corona-Zeit eher so, wer die in Anführungszeichen richtige Meinung hat, darf sie noch so hässlich vertreten und darf noch so sehr drüber herziehen. Sozusagen, und in Deutscher meinte, wird eher angemahnt, du hast die falsche Meinung. Und sozusagen, ich finde, wir sollten alle mehr von dieser britischen Debattenkultur haben. Helfen, Behave, also sagen, benimm dich. Sag mir die kontroverseste Sache, ich höre dir zu, aber sag es mir auf respektvolle Art und sag es mir eben nicht herablassend und dann diskutieren wir das. Ja. Das ist, glaube ich, eine offene Gesprächskultur, Diskussionskultur, natürlich jetzt auf Basis des Grundgesetzes und respektvoll auch gegenüber den verschiedenen Menschen, die hier leben, aber sozusagen in dem Rahmen sollte man eigentlich alles formulieren können und solange es respektvoll geschieht, auch kontrovers diskutieren können, sachbezogen. Ich finde, das wäre viel besser. Eben die Meinung macht nicht den Menschen, man soll die Meinungen diskutieren, aber nicht die Menschen dadurch gleich fertig machen. Ja, das wäre, glaube ich, eine gute Idee, also wie du gesagt hast, um wieder besser miteinander zu reden und klarzukommen. Ja. Und das ist ein ganz guter Abschluss, glaube ich, für heute. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst und das Gespräch war wirklich sehr interessant und bereichernd. Ich hoffe für unsere Zuhörer oder Zuschauer auch. Und ich wünsche dir eine gute Reise und viel Erfolg bei deinen Filmen. Dankeschön.